Für einen Power, was für eine Kraft, was für ein Köpfchen. Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools.tv. Mein Name ist Sebastian und heute soll es wieder um Zubehör gehen. Und bitte schreibt mal unten in die Kommentare, welche Zubehöre ich mir noch alles anschauen soll. Gerne auch welche anderen Hersteller ich mir anschauen soll und so weiter und so fort. Würde mich sehr interessieren. Denn heute bringe ich hier nochmal 5 Zubehöre mit, die ich dir unbedingt zeigen möchte. Einige habe ich schon gezeigt, viele auch noch nicht so richtig, mit denen wir hier sehr häufig arbeiten und wo wir sehen, Mensch, das ist Wahnsinn, was diese Zubehöre alles können, auch vor allem in der Kombinutzung Stein und Holz im selben Bohrer zum Beispiel. Oder zum Beispiel, dass du hier wirst du sehen, dass du in deinem Leben noch nie gesehen hast, dass so schnell hier ein Loch gebohrt wurde. Und zwar ein 68er, aber das zeige ich dir gleich. Heute also das Thema Zubehör und bitte unterschätzt das Thema nicht. Denn überlegt euch mal, wer macht denn die Arbeit? Wenn wir jetzt hier mal den Bohrer rausnehmen, was soll er denn hier überhaupt machen? Ja, also du kannst ihn höchstens noch als Hammer benutzen oder irgendjemand hinterher werfen. Ansonsten ist der Akkuschrauber eigentlich für nichts gut, wenn du nicht das passende Zubehör hier in den Akkuschrauber reintust. Wie zum Beispiel jetzt hier diesen Multi-Construction-Bohrer. Und dementsprechend ist es auch so, dass die Qualität des Zubehörs wirklich entscheidet, auch wie gut ist das Ergebnis, was du erzielst. Oder wie schnell ist der Fortschritt. Denn mit schlechtem Zubehör, und da sind wir uns doch mal einig, und wir alle, ja, und wer es noch nicht gemacht hat, schreibt es gerne mal unten in die Kommentare, wir alle haben doch schon mal Folgendes gemacht, haben schlechtes oder ich sage mal bewusst zu günstiges Zubehör gekauft und haben uns dann wirklich zu Tode geärgert, weil wir ewig gebraucht haben, Dinge sind abgebrochen und hat alles nicht funktioniert. Und genau deswegen ist es so, dass ich persönlich beim Zubehör immer ganz oben ins Regal greife und ich das Beste kaufe, was ich bekommen kann, um entsprechend auch schnell einen zügigen Fortschritt zu haben oder Langlebigkeit oder. Und vor allem keinen Ärger zu haben. In dem Fall heute haben wir jetzt hier Bosch Expert Zubehör. Übrigens immer ganz gut zu erkennen. Im selben Design. Wir haben eine blaue Verpackung und das Expert mit weißer Schrift auf rotem Untergrund, weil damit kann man es wirklich sehr schnell erkennen. Und Bosch Expert Zubehör ist das beste Zubehör, was es von Bosch gibt. Insofern, wenn du das Beste haben möchtest, dann ist es genau das. Aber genug erzählt, jetzt gucken wir uns endlich mal auch Zubehör an. Ich habe hier den Multi-Construction Bohrer. Und es ist so, dass wir hier unwahrscheinlich viel umbauen und unwahrscheinlich viele Dinge machen. Und der Multi-Construction Bohrer hat mich deswegen auch so ein bisschen überrascht, weil es ein Bohrer ist, mit dem du verschiedene Materialien auch im Wechsel bohren kannst. Und zwar haben wir hier einen Bohrer, schau mal hier, wir haben hier die Standardbohrer drin mit Rundschaft, die wir hier entsprechend sehen. Moment, hier ganz klassische Rundschaftbohrer, die wir hier haben. So, also keine SDS-Bohrer. Und die Bohrer sind aber wofür da? Hier seht ihr das auch. Ich kann hier Metall damit bohren, hier unten, da seht ihr es, Metall. Ich kann Holz, ich kann aber auch Fliesen damit bohren oder auch weicheren Stein. Und all das mit einem Bohrer. Wir probieren das einfach mal aus. Ich habe hier einen 8er Bohrer drin, einen von unseren Multi-Construction-Bohrern und werde das Folgendes machen. Ich habe hier einfach Kalksandstein und bohre da einfach mal rein. Also einstellen, Schlagbohren und Feuer frei. Na gut, so, jetzt haben wir jedenfalls in Stein gebohrt und jetzt machen wir Folgendes, jetzt machen wir den Test in Holz und bohren einfach in Holz. Und zwar nahtlos, dass ihr seht, dass hier kein Schnitt dazwischen ist, haben wir hier Holz. Jetzt nehme ich natürlich den Schlag raus, nur noch aufschrauben, auch mit 2. Du siehst, das Ganze funktioniert wunderbar und mit dem Bohrer hier, das ist ein 10er, haben wir schon so viel gebohrt, also auch in Stein, in Holz, dann wieder mal haben wir hier in das Ständerwerk gebohrt und so weiter und so fort. Und das hat echt Spaß gemacht. Also wenn du also einen Bohrersatz haben möchtest, womit du verschiedene Materialien bearbeiten kannst, bist du hier wirklich an einer erstaunlich richtigen Stelle. Also ich finde es immer noch erstaunlich, weil beim ersten Mal habe ich wirklich gedacht, die Schneide ist doch sofort hin, wenn ich im Stein bin und dann Holz, das ist doch Quatsch. Aber es funktioniert. Es funktioniert. Natürlich gibt es dann schärfere Bohrer, um dann in Holz zu bohren. Aber wir haben jetzt hier Konstruktionsbohrer, das heißt im Konstruktionsbereich ist es nicht wichtig, ob du 1000% ausrissfrei in dem Moment bohrst oder, sondern dass du ganz normal einfach weiterarbeiten kannst. Und wie du gesehen hast, das funktioniert.
Was ich dir schon mal gezeigt habe, sind diese Bohrer hier. Und zwar die sogenannten STS Plus 7X Bohrer. Und hier ist es so, vielleicht kriegt die Kamera das drauf, dass sie ganz dicht hier drauf sind. Das hier ist eine Carbide-Spitze, die wir hier haben. Und damit kann man echt erstaunliche Sachen machen. Also wir haben hier ein schön klassisches STS und dann hier unseren Bohrer. Und was wir hier haben, ist nicht mehr und nicht weniger als etwas, was ich nicht für möglich gehalten hätte. Den Test habe ich für euch schon mal gemacht. Vielleicht hast du das noch nicht gesehen. Dann verlinke ich das Video hier oben. Nämlich ich habe Folgendes gemacht. Ich habe gesagt, wie gut kann man dann hier in armiertem Beton arbeiten? Und da wir ja nicht wissen, wann treffen wir die Armierung im Beton, habe ich gedacht, na, probieren wir einfach eine Stahlplatte. Und haben eine Stahlplatte von, ich glaube, 1 cm Stärke vor das Beton, vor das Stück Beton drunter zwischengesteckt und habe einfach dann da oben drauf gearbeitet. Und was soll ich dir sagen? Wir haben mit Schlag und einfach so ohne Kühlung und so weiter mit diesem, also nicht genau mit diesem, sondern mit diesem baugleichen Bohrer da durchgebohrt, durch den Stahl und dann erst ins Beton, ohne Probleme, danach wieder einige Löcher einfach im Beton gemacht, hat funktioniert. Bei Konkurrenten kann es durchaus passieren, dass da die Spitze abbricht oder dass es dann doch zu heiß wird oder einzelne Spitzen hier dann sich verabschieden. Da nicht. Und deswegen benutze ich seitdem wirklich vor allem diese Bohrer. Das hat echt Spaß gemacht und es war auch ein Wahnsinnstest. Da wir ja gerade beim Thema Löcher waren und hier in Holz gebohrt haben, ist es so, dass wir hier auch relativ häufig Löcher, auch größere Löcher in Holz brauchen und hier mit einer Lochfräse arbeiten. Übrigens gibt es hier auch so eine Lochfräsersätze, die hatte ich auch schon mal, glaube ich, in einem Video euch gezeigt. Da mache ich auch für euch nochmal einen Test, aber das hier ist halt als Vielzahn. Wenn es aber auf Geschwindigkeit ankommt, gibt es das auch mit weniger Zähnen. Und jetzt ist das Interessante, das geht hiermit noch wesentlich schneller. Damit komme ich so schnell durch das Holz, das glaubst du nicht. Und das will ich dir mal zeigen. Der Unterschied ist nämlich folgendes. Guck mal bitte, etwas dichter. Der Unterschied hier ist folgendes. Und zwar, wir haben hier eine andere Logik. Hier ist es ein sauberes Ergebnis. Hier wird aber auch das Material anders abtransportiert. Hier habe ich verschränkte Zähne und so weiter und so fort. Hier ist es so, dass ich nur hier 1, 2, 3 Zähne habe und das Material wird hier ausgeworfen, hier über diesen Punkt. Das erlaubt es, einen extrem schnellen Fortschritt zu haben. Übrigens noch ein Hinweis, man kann hier mit dem Power Change Adapter das einfach rausziehen und hier in was anderes wieder rein tun und dann ganz schnell wechseln. Oder wenn hier noch was drin ist, kann man das hier auch einfach auswerfen, hier so als Auswurf das Ganze nutzen. So, und jetzt mache ich mal Folgendes, dass ihr seht, hier ist nichts geschnitten. Wir nehmen das Ganze jetzt einfach, nehmen den Akkuschrauber, setzen das Ganze ein. So. Und dann, so, jetzt aber, Stufe 2, bohren. Und dann siehst du, wie schnell das Ganze hier funktioniert. Ich sage mal, das ist schnell. Und wir reden hier von 68 mm. Sollen wir noch einen machen? Ja, oder? Ihr habt gesehen, wie lange das gedauert hat. Das waren 3, 4 Sekunden. Also wir blenden das hier irgendwo mal ein. Das ging wirklich schnell. Vom Zeitempfinden gefühlt eine Sekunde, dann sind wir durch. Jetzt haben wir hier das Ganze noch drin. Wir können das einfach rausnehmen und stecken hier das rein. Und schon ist das Holz draußen. Das war es auch schon. Und so schnell hast du da ein Loch drin. Und wenn du überlegst, wie lange du mit anderen Möglichkeiten da brauchst du wesentlich länger. Und das macht richtig Spaß, beziehungsweise wir machen es jetzt mal andersrum. Das macht richtig Spaß, mit dem Ganzen zu arbeiten. Und du kannst natürlich auch diverse andere Materialien damit arbeiten. Aber hier im Holz hat es mir am meisten Spaß gemacht. Wer regelmäßig von mir die Videos schaut, der weiß, das Thema X-Log ist etwas, was unwahrscheinlich viel Spaß macht. Aus einem zentralen Grund, es geht schnell. Hier haben wir die alte Lösung und hier haben wir die X-Log-Lösung. Was müssen wir hier machen? Hier brauchen wir einen Schlüssel, der irgendwo hier rumliegt und dann müssen wir das hier lösen und dann müssen wir das hier abschrauben und so weiter. Ich weiß, es gibt auch noch andere Lösungen dafür, aber da kommen wir gleich nochmal zu, warum es hier so komisch hängt. Aber das hier finde ich einfach am schnellsten. Ich habe hier einen Hebel, an dem ziehe ich und es ist ab. Und dann kann ich auch das Ganze unwahrscheinlich schnell so wieder ranbringen. Ja, ab und wieder dran.
Das ist wahnsinnig schnell, macht richtig Spaß, weil in der Regel, und Hand aufs Herz, ihr kennt das doch, ihr habt irgendeine Scheibe drauf, ihr wollt nur mal schnell, nur ganz schnell, nur einen Schnitt mal schnell machen. Ja, ist nicht die richtige Scheibe, das wird schon irgendwie funktionieren. Macht jeder, und jeder, der jetzt sagt, hat noch nie gemacht, der lügt. Also ich habe es auf jeden Fall schon gemacht. Und das hast du hier eher nicht, weil also es gibt jetzt wirklich keine Ausrede mehr, um das Blatt für deine Anwendung zu tauschen. Ich möchte ganz kurz nochmal darauf eingehen. Wir haben ja hier X-Log-Scheiben, die haben ja eine andere Aufnahme. Ich habe auch zwei ganz besondere Scheiben. Aber jetzt schauen wir mal hier uns das Ganze an. Hier haben wir auch eine X-Log-Scheibe, aber eine klassische Aufnahme. Aber auch hier, schau mal hier, das sieht man hoffentlich. Du kannst das hier einfach aufsetzen. Ja, also nimmst das einfach, setzt das hier genauso auf und die X-Log-Scheiben sind rückwärtskompatibel. Das heißt, ich kann das jetzt hier draufbringen und die Scheibe sitzt entsprechend. Ja, das ist ein Riesenvorteil davon. Das heißt, man kann die X-Log-Scheiben auch rückwärtskompatibel einsetzen. Und fangen wir hier mal an. Das ist die Diamond Metal Wheel. Die haben wir schon vor einiger Zeit mal ausprobiert und du kannst das Ganze nutzen, um damit Stahl zu schneiden, also Metalle zu schneiden. Das hat richtig Spaß gemacht. Hier mal ein, zwei Einblendungen. Wir hatten ja gerade die Diamond Metal Wheel, das heißt eine Scheibe, mit der du Metall schneiden kannst. Hier haben wir jetzt eine Scheibe, mit der du quasi alles andere schneiden kannst. Du kannst hier mit Faserzement, Holz und Kunststoffe schneiden oder zum Beispiel auch Holz mit Nägeln drin. Wisst ihr was, ich zeige euch das einfach mal. Also hier wieder Scheibe mit drauf, in Laufrichtung zentriert, wunderbar, Akku rein. Und jetzt nehmen wir einfach mal hier so ein Stück Holz, oder? Was haltet ihr denn davon? Nehmen wir ein bisschen Holz. Gucken wir da rein, das müsste eigentlich funktionieren. Wurde gleich mitgeschnitten. Spaß. Aber ihr seht, wie schön schnell das geht. Und schon ist das Ganze durch. Ja, und schon ist das Ganze durch. Das heißt, du kannst wirklich, und das ist auch dafür gedacht, dass du damit wirklich Holz schneiden kannst. Hier haben wir jetzt etwas, schaut mal hier ist jetzt ein Nagel drin. Ja? Also hier ist jetzt ein Stück Holz mit einem Nagel drin und das schneiden wir jetzt auch mal. Genauso können wir auch das Thema Kunststoff damit schneiden. Übrigens, wer es noch kennt, das war das allererste Rohr, was ich bei Helden der Werkstatt für meine Absauganlage benutzt habe. Deswegen ist ja auch der Pfeil noch drauf. Jedenfalls ist das hier etwas, was du damit auch klassisch schneiden kannst, Faserzementplatten und so weiter und so fort. Insofern hast du jetzt hier eine Scheibe, mit der du wirklich viel auch außerhalb von Metall anfangen kannst. Und mit den beiden bist du schon ganz gut dabei, wenn du die beiden Scheiben hast. Oder dann eben die Spezialscheiben und so weiter und so fort. Ja? Eine andere Sache ist das Thema Schleifscheiben. Nochmal ein ganz anderes Thema. Hier ist es so, die meisten kennen diese klassischen Schleifscheiben. Und komm etwas dichter, dann siehst du nämlich eine Sache, die nervt. Schau mal hier. Jetzt machst du so eine Schleifscheibe drauf. Ich mache mal den Akku raus, dass man das auch ein bisschen besser handeln kann. Jetzt haben wir hier so eine Schleifscheibe. Und was macht diese Schleifscheibe? Man muss immer genau darauf achten, wo das Ganze denn so hinpasst. Jetzt versuchen wir das mal. So. Aber das ist doch auch nervig, oder? Dass man das immer genau so macht. Aber es geht. Und zusätzlich ist es aber so, wir haben genau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Absaugpunkte. Anders ist es, wenn du ein Schleifgitter benutzt. Ja? Wir machen das mal auf. Schleifgitter sind eine ganz andere Logik. Das heißt, ich habe hier ein Gitter. Das nehmen wir ab. Das tue ich hier drauf. Und wir haben nicht ein Loch, sondern 1, 2, 3, 4, 5, 10 macht keinen Sinn, sondern das gesamte Pad hier ist eine Absaugmöglichkeit und transportiert entsprechend das Ganze hier rein. Dadurch ist es so, dass es auch nicht so schnell verklebt und auf jeden Fall 100% perfekt auch entsprechend hier den Schleifstaub abtransportieren kann. Ja? Ein weiterer Vorteil ist, es setzt sich nicht so schnell zu wie dieses Schleifpapier, dieses klassische Schleifpapier, was du kennst. Ich habe da eben was vorbereitet und zwar ein schönes, einfaches Stück Holz.
ja, was wir einfach blau leicht angesprüht haben, aber es ist schon ziemlich flächig, ordentlich blau geworden. Und wenn du jetzt hier zum Beispiel die Farbe runterholen willst oder allgemein jetzt hier schleifen möchtest, dann ist es so, dass du mit dem Accenter zum Beispiel schon ganz gute Ergebnisse erzielst. Aber die interessante Frage ist, wie viel von dem abgetragenen Material landet noch so drumrum? Und hier ist es so, mit Schleifpads wie diesem hier, also Schleifgittern, hast du auf jeden Fall die Möglichkeit, hier folgende Vorteile zu haben. Erstens, es wird mehr hier in das Material reingetragen bzw. abgesaugt jetzt hier unten, weil es besser durch Schleifgitter durchgeht. Zweitens, die Schleifgitter setzen sich nicht mit der Farbe zu, denn diese Farbe hat die Eigenschaft, dann sehr schnell zu verklumpen und zu schmelzen und sich dann hier drauf abzusetzen. Das kennt bestimmt auch jeder von euch, sich dann hier so in eine Art kleinen Raupen abzusetzen, und dann ist es so, dass du die blaue Farbe eigentlich eher wieder verteilst. Also es macht keinen Spaß und dann ist die Scheibe hier auch eigentlich hin. Das hast du hier eigentlich nicht. Und deswegen wollen wir jetzt mal Folgendes machen. Wir schleifen jetzt hier mal so ein bisschen und ihr seht, wie das Ergebnis ist. Du hast gerade gesehen, wie schön das Ganze ging. Übrigens hier, du hast gerade gesehen, wie schön das Ganze ging. Oh, muss ich so machen. Du hast gerade gesehen, wie schön das Ganze funktioniert hat. Und zwar hier mit einem 125er Akku-Accenter. Vor allem sehr, sehr handlich in der Nutzung. Aber was du gesehen hast, ist Folgendes. Erstens, es hat sich hier kein Material reingesetzt. Ja, also schauen wir uns das ruhig nochmal von dichtem an. Kein Material drin, ja, alles wunderbar, immer noch sauber und funktioniert. Was ich aber viel wichtiger finde erstmal ist, ihr habt hier gesehen, ich habe nichts weggenommen. Ich habe ganz bewusst diese Ecke hier genommen, weil ich immer wieder hier rüber geschliffen habe, um euch zu zeigen, hier ist kein Material. Also er hat das wirklich nicht hier zur Seite weggeschliffen oder zur Seite weggeblasen, sondern hier durch Schleifgitter durch und wurde abgesaugt. Und das ist eine wesentlich bessere Variante, so zu arbeiten. Das heißt also, ihr habt mit einem Schleifgitter extreme Vorteile. Es hält übrigens länger, obwohl man denken könnte, naja, ist ja eigentlich weniger Material, aber nein, es hält länger, weil es auch sich nicht so stark erhitzt. Dann hast du ein besseres Schleifergebnis, du hast einen besseren Staubtransport und so weiter und so fort. Mega Vorteil. Ein Hinweis, um langfristig mit den Tellern hier, der Schleifer, Spaß zu haben, weil wenn du sehr lange arbeitest, kann es passieren, dass du diesen Teller erhitzt. Und dadurch wiederum kann es passieren, dass das Klett am Teller verschleißt über die Zeit. Und dafür gibt es Zwischenpads. Ja? Übrigens alles, was du hier so heute findest an Zubehör und so weiter, findest du auch unten im Video verlinkt, wie zum Beispiel dieses Schleifpad, das ist schon ein paar Tage hier drauf. Wie zum Beispiel dieses Pad. Und du nimmst dieses Pad, klebst das nicht, also nimmst das einfach, packst das hier drauf. Und dadurch hast du Folgendes, dass sich das hier verbindet, und wenn das irgendwann mal verschlissen ist, ist ein 5-Euro-Teil, ich weiß gar nicht, wie teuer es ist, also so teuer ist das nicht, schau mal ruhig unten in die Videobeschreibung, dann kannst du einfach austauschen und kannst weiterarbeiten, und dafür ist dann der Teller geschützt. Du siehst also, was für ein Power, was für eine Kraft, was für ein Köpfchen in diesen verschiedenen Zubehören mit drin steckt. Und das gilt nicht nur fürs Schleifen, das ist genauso hier für das Thema Bohren oder hier Spezialbohren oder Schneiden. Insofern beschäftige ich ruhig mal ein bisschen mit Zubehör. Wenn du sagst, ich soll noch andere Zubehöre mir angucken oder du möchtest allgemein mehr Tipps und Tricks rund um das Thema Zubehöre, weil da gibt es ja noch so viel zu erklären. Ich glaube, allein von Bosch gibt es 1000 verschiedene Zubehöre. Das dauert eine Weile, wird ein sehr langes Video, aber schreib mal unten in die Kommentare, welches dich am meisten interessiert. Jetzt aber ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.